Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit MadCChris. Ich bin MadCChris und heute habe ich für uns Goosepimples. Ja, hatten wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Auch einer meiner absoluten Lieblingskanäle. Und ja, ich hoffe auf gute Unterhaltung und wünsche euch und mir sehr viel Spaß. Hier ist Goosepimples. Ja, Goosepimples. Was haben wir denn da? 10 gruselige Videos, die Skeptiker zum nochmal Nachdenken bringen. Ja. Zum Grübeln bringen. Ja, schauen wir mal rein. Hier ist Goosepimples. They usually read a book, hang out with friends, or exercise, but this dude explores creepy abandoned buildings at stupid o'clock in his spare time. In seiner Freizeit verlassene Gebäude erforschen. Das machen wohl sehr viele, ja. Little does he know he's about to understand the reason why his parents keep telling him that this might not be the wisest of hobbies, because tonight things take a sudden turn into the realm of panic, where curiosity may indeed prove costly for him. Oh, oh, oh. Das ist creepy. Das ist creepy. Geht da einfach die Spieluhr los. Der hat richtig Schiss. Man merkt das. Oh. Oh. Immer ein schlechtes Zeichen, wenn Kreuze irgendwo runterfallen. Und tschüss. Ja, beste Entscheidung. It all starts when he decides to check out an old apartment that was mysteriously abandoned. Soon he figures out why the previous residents left in a hurry, leaving almost everything behind. After walking into a room with an upside-down crucifix, he suddenly hears an eerie jingle from the music box. While this would be enough to scare anyone witless, he continues his exploration. That is, until he comes face to face with his worst nightmare. As the camera pans across the room, an item on the shelf is knocked down by someone, or something, and objects are thrown at him by whatever's in the house. What the hell could have flung those things at him? Wasn't he supposed to be alone on this one-man Scooby-Doo adventure? Kann jetzt natürlich sein, dass er das vorher alles irgendwie inszeniert hat und dann halt so filmt, als wenn das dann spontan passiert, einfach so irgendwelche Geister. Ja, also es gibt halt die zwei Möglichkeiten, er war es oder da spukt es wirklich. Warum nicht? Hm? Aber sehr unterhaltsam, ja. After this barrage, he gets the message and runs to safety. Not minding that his leg gets caught in some of the stuff on the ground. As legit as the guy might appear, we're not in the business of taking videos at face value. So let's take a deeper look. While the music box could have been tampered with by a remote device, it appears far too ancient to have such a feature. But we're not entirely ruling out that possibility. But what about the item that fell from the shelf? Strings, perhaps? Given the poor quality of the video, it's hard to look past the possibility of that. And since he turned his camera to the ground when things were tossed at him, it's hard to tell if it was staged. That being said, there's a possibility that something far more sinister decided to freak him out there. Also Goosepimple hat es jetzt wieder versucht, ein bisschen zu erklären und aufzuschlüsseln. Dass halt zum Beispiel die Spieluhr, dass sie zu alt scheint, dass sie zum Beispiel eine Fernbedienung hat. Was aber natürlich sein kann, ist, dass er den Sound einfach nur reingeschnitten hat. Also es ist ja jetzt
kein Hexenwerk, so ein Video, da einen Sound einzufügen, ja, dass er halt den Sound aufgenommen hat und dann halt eingefügt hat. Das ist also meiner Ansicht nach gut möglich. Und das Kreuz, ja, natürlich kann da auch ein Faden dran sein, ja. Goosepimpel hat es ja gerade gesagt, es gibt da Sequenzen in dem Video, die ziemlich verschwommen sind. Also die Bildqualität wechselt von richtig gut, finde ich, zu schlecht. Könnte also auch ein Zeichen sein, dass es deswegen auch gestaged ist, also nicht echt, ne, gefaked, was auch immer, inszeniert. Ist halt gut möglich. Genauso kann es aber auch sein, dass es da wirklich spukt, ne, um das jetzt einfach mal so trivial zu sagen. What do you think though? Real poltergeist activity caught on camera? Or a cheap shot at paranormal fakery? 50-50. Let us know your thoughts in the comments. Number 9. Flickering horror. Flickering lights never fail to freak us all out, especially in pitch black darkness. Well, this dude is no different. Ja, aber flackernde Lichter haben meistens natürliche Erklärungen, ne? Also es sind entweder Stromschwankungen oder die Birne geht langsam kaputt, Glühbirne. Ist alles möglich, ne? He spotted something creepy in the distance and curiosity got the better of him. Little did he know that the local legends about that reportedly haunted road might turn out to be more than just legends. Let's find out why. Naja. Das können Stromschwankungen sein. Ich muss gestehen, ich habe das selber hier auch schon mal gesehen. Wir wohnen ziemlich ländlich, in einem Dörfchen, so möchte ich es mal ausdrücken. Und wir haben ja zwischendurch echte Probleme mit dem Strom. Also wir haben ja relativ oft Stromausfälle, auch im Nebendorf fällt regelmäßig der Strom aus, auch dann teilweise für eine Stunde oder zwei. Und oft kündigt sich so ein Stromausfall auch so an. Also ich habe das schon erlebt, da bin ich selber mit dem Auto gefahren und durchs Nachbardorf und da fing die Straßenlaterne auch an zu flackern. Und das waren ein paar Minuten und dann war der Strom auch weg. Ja, war alles dunkel. Also ist für mich jetzt kein Zeichen für einen Spuk. Prompted by news of a nearby car crash, this guy whipped out his phone expecting to film the chaotic aftermath. But he didn't know the flickering lights were just the opening act to a nightmare that would haunt his dreams for days. What many in the comments referred to as a clear ghostly apparition can be seen zipping into the woods. Could that have been the ghostly apparition? Nein, das ist keine ghostly apparition. Das ist ein Glitch auf der Kamera. Das kommt durch den Krankenwagen, der daherfährt mit dem flackernden Lichtern und so weiter. Ja, also mit dem Blaulicht ist es ja nicht, mit dem Rotlicht, mit dem Blaulicht, ja, mit dem Blaulicht und den Scheinwerfern. Da ist keine Figur gewesen. Of the person who took their last breath in the crash, wandering into the great beyond. Or was it just somebody who didn't want to be caught on the scene making a run for it? Es war gar keiner. We analysed the video a little deeper, and there's a high possibility that this was just a camera flare caused by the ambulance lights. But how do we explain the fact that the flickering post lamps went off at the exact same moment the ambulance passed by? Zufall. Almost as if who, or whatever was causing the lights to flicker, moved away from the ambulance for a brief moment, to then return to its shenanigans. Freaky, isn't it? Nein. What's your theory about this one? Go. Also ich finde es überhaupt nicht freaky. Ja, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum man da dann sowas hineininterpretieren muss. Ghost or coincidence? Ja. Comment below. Number 8. Eerie cameo. Like almost every teenager, these guys always laughed at ghost stories and paranormal sightings. But what they caught in this video has left them speechless and questioning everything they thought they knew. We're live. What are you doing alive? We're live. Oh,
Oh. This one is really hard to spot. Oh. But before we go there, a huge shout out to our viewer Danny Sharp, who suggested this video on our Discord server. Thanks, mate. Now, back to our spooky business. These dudes appear to be having a little music production session at Stupid O'Clock, and soon they find out why it isn't such a smart thing to do, because you never know what might be lurking in the dark. As one of these guys records everyone in the room, he inadvertently captures something that was only pointed out by someone who saw the Snapchat video later on. Easy to miss, right? Ooh. A creepy pale face can be seen for a brief moment, snoop. Und das ist wieder so ein creepy pale face, das ist wieder so ein bleiches, gruseliges Gesicht, das wir schon öfter gesehen haben. Oder die wir öfter sehen, ja, die dann um irgendwelche Ecken gucken und so weiter. Und da waren ja auch so viele authentische Clips bei. Ich finde den jetzt auch relativ authentisch, weil, wenn die das gefaked haben, ich meine, wie groß, also die meisten Leute werden das übersehen haben. So, wenn ich doch sowas fake, dann baue ich doch etwas ein, was etwas offensichtlicher ist. Dann mache ich den Kameraschwenk vielleicht ein bisschen langsamer oder so. Oder wenn er halt irgendein Kumpel ist, der diese Figur da darstellt, bleibt er halt ein bisschen länger im Bild. Aber dieses Ding verschwindet ja sofort. Die Kamera schwenkt, es verschwindet, es sind Bruchteile von Sekunden. Also es ist schon irgendwie seltsam. Ne? Ich glaube nicht, dass das gestellt ist. Ich glaube, diese Dinge existieren einfach. Ja. Und sie erinnern mich immer stark an die japanischen Yokais, ja, die ja auch bleich. Also man kann sich die vorstellen wie bei The Grudge oder The Ring halt, ne, die verlorenen Seelen. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Es ist eine Art Dämon oder sowas. Ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die schon so oft gesehen. Ich glaube nicht, dass alle fake sind. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Snooping through the window. This undoubtedly could be a heart-thumping experience for anyone, especially if you're the one that has to sleep in that room every night. But what if that's what they want us to believe? Are we really buying into the whole unholy entity act? Or did they just recruit a friend to slap on some powder and play Casper? Ghost or glam? We can't know for sure. However, we must consider the possibility of something far more sinister lurking in the shadows. After all, these dudes didn't even know someone or something was there until a friend pointed it out. Second, we faintly saw a fully formed face by the window. If it were a reflection, it wouldn't be so well formed, throwing up the possibility of someone actually being on the other side watching them. But what do you think? Real or fake? Ja, es kann ja halt auch sein, dass da tatsächlich jemand ist, der den dazu guckt. Vielleicht ist das Gesicht auch gar nicht so bleich und gruselig, wie man jetzt glauben mag, weil man sieht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also man sieht ja wirklich nur, dass es ein Gesicht sein könnte, halt mit leicht Schultern und so. Ich glaube, die Farbgebung täuscht da vielleicht auch ein bisschen durch die Bildqualität. Schwer zu sagen. Ne? Aber ich finde diese bleichen Gesichter und so, die um die Ecke gucken, diesen Clips finde ich immer absolut grausig. Ne? Und die tauchen ja auch wirklich sehr oft auf. Let us know in the comments. Number 7. Japanese Ghostbusters. Oh. These guys are all about exploring haunted places at unholy hours. They get hints from people who Unholy hours. experience paranormal activities and investigate based on that intel. However, this exploration was one that made them reconsider their line of work. They end up in a hamlet that's been abandoned for decades with no electricity or accessible roads. One follower who had visited the place about 10 years earlier described seeing an old couple who creepily told him to leave and never come back, and he suggested they investigate the village too. Upon arriving at the village, they fan out and explore various parts of the village. Ja, das ist in Japan echt ein Problem, ne? Also es gibt da tatsächlich kleine Dörfer, die sind vollkommen ausgestorben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die ehemaligen Bewohner sind halt verstorben, hatten manchmal keine Kinder, sehr oft sogar, oder hatten halt Kinder oder haben Kinder, die wohnen dann aber in den Großstädten und haben auch kein Interesse daran, in die Dörfer zu ziehen, weil da halt auch für die modernen Jobs, sage ich jetzt mal, da findet man einfach nichts. Und die wenigsten Menschen in Japan haben tatsächlich ein Auto. Deswegen stehen da sehr oft Häuser leer. Dazu kommt auch noch der Aberglaube halt, ne, dass wenn jemand in einem Haus verstirbt auf teilweise auch unnatürliche Art und Weise oder nach langer Krankheit oder auch Selbstmord, was ja in den asiatischen Ländern oder gerade in Japan
wirklich eine Seuche ist, die Selbstmordrate ist exorbitant hoch, bekommt man diese Häuser nicht mehr verkauft. Oder nur sehr schwer. Oder zum Schleuderpreis. Oder an Ausländer, die dann aber auch nicht in den kleinen Dörfern wohnen wollen. Deswegen gibt es da tatsächlich sehr viele kleine Dörfer, die wie ausgestorben wirken. Da sind dann von 100 Häusern, da sind vielleicht nur noch 3, 4 bewohnt. Das gibt es tatsächlich. Und das verwahrlost dann ja auch teilweise. Deswegen ist das nicht so ungewöhnlich. Deswegen gibt es auch so viele Urban Explorer in Japan und so viele Videos darüber. Jetzt auch vollkommen abseits von paranormalen Untersuchungen oder Ermittlungen. Das ist sehr interessant. Ja, vielleicht durch den demografischen Wandel erwartet uns das hier auch irgendwann mal. Mal sehen, ja. Also agreed to rendezvous every 30 minutes. Little did they know that within the first half hour, things took a sinister turn. One of them fails making it to the rendezvous point and wasn't answering their calls. Terrified, they set out to find him. But their discovery makes them wish they had taken the creepy couple's advice. Dai-chan! 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 ちょっと待ってね。足場が悪すぎてさ。 Ist ja echt schon. Was denn? Was denn? 大ちゃん大ちゃん Ach, was ist das denn für ein Typ? 大ちゃんある廃屋内で男性を発見するが、まるで数日間そこに囚われていたかのように、疲弊しきった姿でうずくまってい Der た。 war vermisst. Habe ich das gerade nicht mitgekriegt? Da war also irgendein Typ vermisst, den haben die jetzt da gefunden. They found their friend sitting with his head Ach so. tucked between Okay, das ist der Freund, der. Okay, alles klar, den haben sie da irgendwie verloren, haben sie jetzt da gefunden. his knees, looking like he'd been dazed or hypnotized. But things only got spookier from here. Ah, hallo. Ah. Ein Yokai. Das erinnert mich tatsächlich an was. Wir hatten auch einen Clip, das war auch einer aus Asien, das war auch Japan, in einem alten Hotel, ja. Und da war auch ein Typ, den haben sie gesucht und in so einem Zimmer gefunden, da hat er auf dem Stuhl gesessen und auch eine Uhr hang ihm gegenüber und der wirkte halt wie besessen, ja, davon. Hat mit den Augen so gerollt, gewackelt, was weiß ich. Und das erinnert mich ganz stark daran. Hat das irgendeine Bedeutung, auch gerade mit der Uhr? Da muss ich mich nochmal schlau machen. Muss ich nochmal gucken, ob ich da was zu finde. Weil es kann ja jetzt nicht Zufall sein, dass das hier fast genauso aufgebaut ist. Ja. Hier ist es halt irgendeine Figur hinter so einem Fenster gewesen. In dem Hotel, wovon ich gerade erzählt habe, waren es Schatten, die man auch noch gesehen hat. Also. The footage found on his camera shows a ghostly figure looking through one of the doors. Das ist der Klassiker, ne? Der Klassiker, gerade bei asiatischen Clips. Irgendwelche Gesichter, Hände, Körper, Personen hinter Scheiben, hinter Milchglasscheiben und so weiter. Ja. Gruselig, aber es ist auf alle Fälle. Ob's echt ist. Throwing him off balance because he wasn't expecting someone to be there. But when he turned the camera again, the figure had vanished. Also also das mit der Figur allein, da gut hätte ich gesagt, ja. Warum nicht? Aber ich bin immer halt bin halt sehr skeptisch, wenn Leute von irgendwas besessen sein sollen. Und das wirkt ja jetzt auch so. Keine Ahnung. Das Wort besessen ist, glaube ich, gar nicht gefallen, ne? 撮影者が見たものは、台所とおぼしき場所の前に、こちらに背を向けて座る老婆だった。投稿者の友人が遭遇したという怪異との関係性は不明だが、この廃集落ではたびたび類似した怪奇現象が報告されている。
Then he saw someone who appeared to be wearing a kimono sitting in the kitchen area. Da auch noch einer. And as you may have guessed, the figure vanished right after too. But if you found this one creepy, wait until you see what they captured the other night. Also, ist ein bisschen too much, ne? Muss ich ja sagen. 定点撮影を開始し、しばらくしたその時、男性は見えない何かに襲いよろめ、恐怖のあまりその場から逃げ出す。Ja. 가짜! 레이자! 가짜! They explored a room believed to be haunted by a witch with a rocking chair, where anyone who sat on it would suffer a loss of senses. With the chair now gone, they improvised with the TV. After a while, the guy used as bait felt a hand on his shoulder and pulled a "screw you guys, I'm going home" and ran for the stairs. But just when they thought they'd escaped the horror, this happened. Und also, alles das, was ich jetzt vorher gesehen habe, lässt mich vermuten, dass das Fake ist. Definitiv. Gut gemacht. Gut gemachter Fake. Sehr unterhaltsam, denke ich mal. Ich denke, diese komplette paranormale Untersuchung, Ermittlung ist super unterhaltsam. Das, was jetzt kommt, diesen Clip haben wir schon gesehen. Öfter. Ja? Ist jetzt nur spannend, dass der halt zu dem anderen gehört. Und ich habe jetzt, der Clip, der jetzt kommt, den habe ich immer als authentisch angesehen. Immer. Wo ich jetzt sage, alles, was davor war, ist Fake. Lässt mich jetzt natürlich da auch zweifeln. Ihr kennt ihn. Ihr werdet es sehen. Da. Ja. As the entire team gathers on the stairs, they spot an eerie shadow lurking behind one. Die Soundeffekte machen es natürlich auch wieder tausendmal schlimmer, ne? Ja, ist dann jetzt leider dann auch Fake. Schade. Ich fand den Clip nämlich sehr, sehr gut, als wir den vor ein paar Monaten gesehen haben, zumindest was Paranormales angeht. Vom Unterhaltungswert sehe ich jetzt mal einmal komplett ab. Ist jetzt auch nicht mehr paranormal, ist jetzt halt einfach nur Unterhaltung. Whether you believe Schade. this to be real or fake, just imagine capturing something like this on camera. Would you continue getting tips from strangers about haunted places for you to explore at stupid o'clock? Screw that. Number 6. Bug mystery. Have you ever caught something on your security camera that got you thinking, but you shrugged it off as probably nothing? Well, this Reddit user didn't think much about what her CCTV caught until last week. Look at what she... Was ist das denn wieder für eine Kartoffelcam? Das hieß CCTV, ne? captured. Ein Glühwürmchen vor der Linse. Ja. This one sparked quite a debate with multiple theories on what happened that night. First we have the drone fans, who believed this to be a small drone since it lights up the ground and outdoor objects. Auch möglich, ja. Other commenters seem pretty sure that this is someone with their phone reflecting the glass off the window. It's certainly not the typical bug on the camera lens though, leaving paranormal believers all excited with the possibility that this could be something unexplainable. But what do you think? Phone reflection? Ich glaube an ein Glühwürmchen, ja. Die Glühwürmchen gibt es mehr, als man glaubt. Ja. Also ich habe tatsächlich über 30 Jahre gebraucht, bevor ich meine ersten Glühwürmchen gesehen habe. Und ich habe auf dem Land gelebt, wo man ja meint, da wird es welche geben. Nee. Also das können Glühwürmchen sein. Definitiv. Oder eins zumindest. Oder halt auch eine Drohne, die etwas weiter weg ist. Aber ich fand, das war sehr nah an der Linse. So wirkte es zumindest. Ja, die CCTV-Aufnahmen. On the glass window, small drone, or something else entirely. We'll let you guys be the judge on this one. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt paranormal Number ist. 5. They're spying on us. On a rainy night, two friends and a camera captured more than just lightning and stars. Check this out. Dude,
Over here. Come here. Look right above the trees. Come here, Fever. Right above the trees. Wow. What? Dude, what is that? That is not a plane either. It is not moving. Oh my gosh, dude. Me neither. Oh, dude. Wow, das war aber Did you see schnell. how fast it just went? Das war schnell. There it is. It's right there. Dude, yeah, I got. Did you see how fast that thing just Oh went? my gosh. That is a UFO. Dude, where did it go? Also das ist definitiv ein UFO. Definitiv. Wenn sich das jetzt langsamer bewegt hätte oder einfach stehen geblieben wäre, hätte man vielleicht auch sagen können, irgendein Satellit, ein heller Stern in dieser Nacht. Aber es ist ja auch sehr wolkig und ist Gewitter und so weiter. Auch schwierig. Es ist ein UFO. Definitiv. Also ich kann es nicht erklären. Also ist es für mich jetzt unbekannt, es ist ein UFO. Dude, where did that thing go, bro? Did you see how fast it just left? Weggeflogen. There is no plane that can do that. That was a UFO. Ja, ich fand auch diese schnelle Bewegung war sehr, 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 sehr seltsam. Ich wüsste nicht, also dass es irgendeinen Antrieb gibt hier auf der Erde, der sowas machen könnte. In der Geschwindigkeit. Mhm. These guys were probably cloud gazing as it rained, but soon they noticed a star that didn't seem right. What? Dude, what is that? Das hat ja auch eine längliche Form, ne? Das könnte auch wieder so eine Tic-Tac-Form sein, so wie wir sie schon öfter gesehen haben. It zipped around the sky at high speed like it was a fighter jet, before it finally flew away at supersonic speeds. Oh, dude, Wahnsinn. did you see how fast it just went? Now this is a really weird one, mainly because of how fast the object was flying in multiple directions. It was clearly not a shooting star or an aeroplane. So, real UFO sighting or something else? Let us know. Es ist ein UFO. Number 2. Late Night Spectacle. What you're about to see has left many scratching their heads for answers. Maybe you can find a logical explanation for this utterly shocking video. Take a look. Ja. Drogen? Sie tanzt doch. Also versucht zumindest. Auf ihre Weise. Late one night, some guys were heading home when they noticed a lady moving in a pretty disturbing way. Yeah. I know you might be thinking she was having a mental breakdown or reacting to substance abuse, but what if it was a demonic manifestation? Or perhaps the video was sped up to give it a more bone-chilling effect? Did we just witness a demon-possessed woman freaking right out? Or just another day in Ohio? Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Also die Leute haben echt zu viele Filme gesehen über Besessene. Wenn jemand wirklich besessen ist, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass der sich dann so verhält. Keine Ahnung. Ich meine, wenn jemand wirklich besessen ist von einem Dämon oder einem bösen Geist, mit welcher Intention würde dann jemand so nach draußen gehen und sich so bewegen? So auffällig. Ich glaube, gerade Dämonen haben eher das Ziel, sich unauffällig unter den Menschen zu bewegen. Und keiner verhält sich so. Ich meine, wir sind hier nicht beim Exorzisten. Ja. Absoluter Unsinn. Number 1. Mystical Piano. Certain musical notes have been known to strike a chord with certain paranormal entities, and this guy is about to find out why he might have to pursue another career. Watch this. Oh, in Silent Hill. Hallo. Passend zu dem Song aus dem Spiel Silent Hill taucht da ein Gesicht auf. What the heck? Oder eine Figur. Also das ist er oder sie, ne? Ja, er. Now that is one hell of a reason to freak right out. Imagine living in a haunted house where objects move and strange sounds emanate out of thin. Ja, dann komme ich aber nicht auf die Idee und spiele den Silent Hill Track. Ja. Das ist die Titelmusik. But then you capture something like this on camera. A
shadowy figure that manifests behind you when you least expect. But when you turn the camera, it's gone. It's safe to assume he might be dealing with more than just a fond admirer, more like a supernatural stalker. Vielleicht. Hey, here's a playlist full of creep. Ja. Ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn die Mehrheit der Clips für mich gefaked waren. Aber ist ja nichts Neues. Ne? Ich bin ja auch zwischendurch sehr skeptisch. Aber da war es, glaube ich, auch angebracht. Ne? Ja. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, unten in der Beschreibung wie immer der Link zum Video von Goose Pimples und auch zum Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit mir, Grusel mit MadCChris. Ich empfehle mich, haltet die Ohren steif. Adios.